Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Dani Koss und ich weiß ja nicht, wie die aktuelle Wetterlage bei euch ausschaut, aber bei uns in Tirol ist es aktuell eher regnerisch und sehr durchwachsen. Das heißt, aktuell wirklich schwierig, irgendwo eine größere Tour zu planen. Entsprechend bleiben dann auch nicht so viele Möglichkeiten, um Fotos zu machen. Aber es ist natürlich auch immer eine gute Herausforderung, um zu schauen, was es denn abseits von Sonnenaufgangs- und Milchstraßenfotos denn sonst noch so zu fotografieren gibt. Nachdem gestern wieder so ein Tag war, wo es wirklich relativ viel geregnet hat, habe ich dann abends noch den Tag genutzt und bin nach draußen gegangen, um ein bisschen Stadtfotografie zu machen. Denn gerade wenn es gerade frisch geregnet hat, ist natürlich alles ein bisschen nass und das hat gerade abends den Vorteil, dass natürlich die Straßenlichter nochmal besser reflektiert werden und dadurch einfach ein viel schönerer Glow auch noch am Boden entsteht. Vorteil natürlich, wenn du spät abends unterwegs bist, ist, dass die graue Wolkendecke jetzt schon blau geworden ist, was natürlich schon weit besser aussieht, als wenn du tags bei einem total bewölkten Himmel fotografierst und natürlich dann zum Beispiel orange Lichter, die eine super Komplementärfarbe bilden. Aber das war eigentlich nur so ein kleines Side-Project, weil Hauptfokus in den letzten Tagen war mehr Wasser zu fotografieren, weil wenn du einen bewölkten Himmel hast, dann hast du dadurch relativ diffuses Licht. Das heißt, dein Bild wird eigentlich relativ flach sein und gerade bei Wasser hat das den Vorteil, wenn du eine Langzeitbelichtung machst, dass du nicht so schnell ausgebrannte Bereiche hast. Du wirst es sicher kennen, wenn du bei einem Wasserfall oder auch einfach nur bei einem Fluss eine Langzeitbelichtung machst und du hast irgendwo die Sonne, die dir so richtig ins Wasser knallt, dann reflektiert der Bach das super schön und du wirst echt Mühe haben, ein Foto rauszubekommen, wo du nicht irgendwo dann ausgebrannte Flecken drinnen hast. Man hat natürlich die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu reduzieren, gerade Reflexionen mit einem Polarizer auszugleichen. Wenn natürlich gar nicht erst eine Reflexion da ist, hat das natürlich schon mal seinen Vorteil und du hast eine gute Möglichkeit gefunden, Fotos zu machen, auch wenn gerade mal Schlechtwetter draußen ist. Wenn du Wasser fotografierst, wenn es bewölkt ist, hast du natürlich schon mal den Vorteil, dass es generell weniger Licht gibt und du dadurch deine Belichtungszeit schon allein dadurch natürlich ein bisschen länger gestalten kannst. Und das brauchst du halt, um diesen schönen Schleiereffekt im Wasser zu erzielen. Beim Wasserfall, so wie hier, tust du dir natürlich doch noch leicht, weil der eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit hat. Das heißt, du brauchst gar nicht eine so lange Belichtungszeit. Im Gegensatz dazu, wenn du natürlich irgendwo einen See fotografierst und den komplett smooth darstellen willst, dann brauchst du natürlich eine relativ lange Belichtungszeit. Und dann wirst du wahrscheinlich um einen ND-Filter nicht mehr wirklich herumkommen. Ich habe ja damals, als ich mir mein Weitwinkelobjektiv gekauft habe, und zwar dieses hier von Sigma, das 14-24, einige Reviews dazu angeschaut. Und da war das einzige Thema, dass es schwierig ist, damit einen ND-Filter zu verwenden. Und zwar deshalb, weil die Linse hier nach vorne gekrümmt ist und du dadurch hier keinen richtigen Schraubring anbringen kannst. Das heißt, bei der Linse wird das Ganze so gelöst, dass du hier hinten dann einen ND-Filter einbauen kannst. Das ist jetzt aber kein Standardsystem, würde ich jetzt mal sagen, sondern du brauchst dafür so ganz spezielle geformte ND-Filter, die du dir hier dann als Plättchen reinlegen kannst und dann erst das Objektiv auf die Kamera montierst und so dann quasi dein Objektiv abdunkeln kannst. Und damals habe ich mir gedacht, ND-Filter werde ich nie brauchen. Aber als natürlich jetzt dieses Thema kam, für welches Objektiv kaufe ich mir dann eigentlich einen ND-Filter, habe ich mir gedacht, am ehesten werde ich es wahrscheinlich fürs Weitwinkel brauchen. Und deshalb habe ich mir jetzt, obwohl ich damals dachte, werde ich nie brauchen, diese ganz speziellen ND-Filter gekauft. Wenn du ein bisschen schlauer bist, denkst du vorher, könnte ich vielleicht doch irgendwann brauchen und nimmst dir vielleicht ein anderes Objektiv. Wobei der ein oder andere gemeint hat, das ist ja eigentlich auch optimal, weil dann brauche ich nur diese ganz kleinen. Aber das nur so als kleine Side-Story. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wenn du nämlich mit ND-Filtern arbeitest, wirst du generell schon die Thematik haben, dass du normalerweise relativ schnell irgendwo ausgebrannte Stellen hast und du merkst das oft gar nicht gleich, wenn du das Bild machst. Und du wirst feststellen, selbst wenn du dir das Histogramm einblenden lässt, dann siehst du vielleicht im Histogramm, okay, ich habe keine ausgebrannten Stellen, das sollte eigentlich passen, dann machst du das Bild und wenn du es dir dann im Viewer anschaust und dir diese Blinklichter einblenden lässt, wo du genau siehst, wenn es eben zu dunkle oder zu helle Bereiche gibt, dann wirst du feststellen, dass irgendwie das Histogramm vorher nicht immer genau predikten kann, ob es wirklich keine ausgebrannten Stellen gibt, weil ich hatte das doch dann sehr oft im Nachhinein und du musst dir die Bilder dann wirklich nochmal genauer anschauen und wirst dann feststellen, okay,
da der Himmel eigentlich ausgebrannt. Das kannst du dann in Post eigentlich nicht wirklich fixen. Entsprechend sicher sinnvoll, hier auch ein paar Belichtungen zu machen. Bei dem Bild zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Ich habe separat ein Bild eigentlich nur für den Himmel gemacht und dann ein zweites, wo wirklich die Langzeitbelichtung dann für den Wasserfall drauf ist. Hier musst du eigentlich fast 2 Fotos machen und das Ganze dann in Post zusammenfügen, was ja eigentlich super einfach geht, wenn du die beiden markierst mit rechter Maustaste und Zusammenfügen von Fotos, HDR, und dann rechnet dir Lightroom dein Bild durch. Ich habe das Bild dann auch ein bisschen nachbearbeitet. Ich bin normalerweise eigentlich kein Freund von extrem starken Nachbearbeitungen, weil etwas, was dein Bild von Anfang an nicht hergibt, warum solltest du das dann im Post noch extrem aufhübschen? In dem Fall ist es aber ein bisschen was anderes, weil wenn du ein relativ flaches Licht hast, dann willst du trotzdem in der Nachbearbeitung oft Kontrast reinbringen. Weil du merkst hier, das Bild ist relativ flach, also man sieht es auch hier, wir haben hier sehr komprimiert in einem gewissen Feld eigentlich diese Mitteltöne und danach wieder sehr helle Töne und dazwischen passiert einmal lang nichts. Und ich habe dann hier versucht, das Ganze im Post noch ein bisschen zu drehen, um das Bild einerseits freundlicher zu machen, aber auch um speziell das Grün, das hier ein bisschen flach, ein bisschen tot aussieht und meines Erachtens dort wirklich beim Wasserfall nicht so den Anschein gemacht hat. In letzter Zeit hat es eben eigentlich viel geregnet, das heißt, das Gras sieht eigentlich sehr frisch und sehr grün aus. Und ich finde, das kommt in dem Bild so, wie es da jetzt dargestellt ist, nicht richtig rüber. Und da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, wie du schauen kannst, noch Kontrast in dein Bild zu bringen. Du hast natürlich hier schon mal im Basic Panel die Möglichkeit, Kontrast reinzubringen, indem du die Lichter auf die eine Seite, Tiefen auf die andere Seite oder das Weiß auf die eine und das Schwarz auf die andere Seite und dadurch entsteht schon mal ein gewisser Kontrast. Was aber bei diesem Bild eigentlich eher das Ausschlaggebende war, sind hier die Gradationskurven. Und zwar, ich blende euch die kurz mal aus, damit ihr hier den Unterschied seht. Das sieht eher aus wie ein relativ flaches Bild, wo eben noch ein bisschen Farbkontrast hineingehört. Und um das zu erreichen, kannst du natürlich hier schon mal die dunklen Töne ein bisschen nach unten ziehen und die hellen Töne ein bisschen nach oben. Du siehst hier im Hintergrund auch eigentlich dein Histogramm ein bisschen komprimiert nochmal dargestellt. Aber um auch Farbkontrast reinzubringen, sind dann eigentlich diese 3 Paneele für dich wichtig. Du siehst, ich habe hier eigentlich überall so eine S-Kurve gemacht, relativ ähnlich, außer hier in dem Bereich. Und da habe ich die Mittelwerte noch ein bisschen anders angepasst und zwar wären die mir ein bisschen zu kühl geworden. Das heißt, ich habe hier die Mitteltöne eben noch mit ein bisschen Gelb ausgestattet. Dadurch wird zum Beispiel auch das Gras noch ein bisschen poppiger, noch ein bisschen grüner und frischer. Du siehst ja auch ganz schön immer, wenn ich was bewege, so wie zum Beispiel hier den Bereich, das sind eben deine Tiefen. Das heißt, gerade hier rechts, der Wald ist eben speziell in diesem Bereich. Und wenn du hier das Ganze nach oben ziehst, wirkt er natürlich relativ blau. Das Grün hat dann so einen eigenen, fast schon türkisartigen Stich. Entsprechend haben wir hier das Ganze auch ein bisschen grüner gemacht, damit der Wald eben auch ein bisschen frischer wirkt. Weil, so wie du auch schon vorher gesehen hast beim ursprünglichen Bild, der ist relativ dunkelgrün und passt farblich nicht ganz so zum restlichen Gras und so dazu. Das heißt, hier kannst du eigentlich das ein bisschen anpassen. Ich hoffe, das hilft dir, dass du auch bei Schlechtwetter zu richtig schönen Fotos kommst und wir sehen uns wieder im nächsten Video.